Einen wunderschönen guten Tag, ich bin's, euer Professor. Na, alles fit bei euch? Bei mir auf jeden Fall. Aber sag mal, ist das etwa schon wieder ein Video auf meinem Kanal? Also, jetzt aber. Ja, das liegt daran, dass ich in letzter Zeit so einiges erlebt habe und ich ja auch schon angekündigt hatte, dass ich wieder etwas aktiver sein möchte. Außerdem habe ich etwas Gefallen am Vlogging gefunden und ich glaube, dass euch dieser Content auch ganz gut gefällt. Darum habe ich euch erneut mit auf die Reise genommen und diesmal geht es nach Bremen. Einige von euch haben es ja vielleicht auch schon über Instagram mitbekommen und falls du es verpasst haben solltest, dann jetzt aber schnell auf Insta und meinen Kanal abonniert, ne? Sonst gibt's was auf... Also, zuerst ging es mit dem Fahrrad zum Bahnhof Leipzig. Und dann mit dem Zug direkt nach Bremen. Die lange Zugfahrt hatte ich mir natürlich wieder mal verkürzt, indem ich trainiert hatte. Und was ihr hier seht, ist der Benson's Coin Stack 2.0. Den kann man dann bald über die Secret School erhalten. Wann genau, das erfahrt ihr dann schon noch. In Bremen angekommen, bin ich in ein Taxi gehüpft. Und das hat mich dann zum GOP-Varieté gefahren. Da wollte ich nämlich einerseits hin, um mich für zukünftige Shows zu bewerben. Sowas macht man am besten immer persönlich, denn dann haben die Theaterintendanten auch einen direkten Bezug zu dir. Und andererseits habe ich mich dort mit einem Zauberkollegen getroffen, welcher dort gerade eine Show spielt. Die Rede ist von diesem gut aussehenden jungen Mann. Winston Fuenmayor. Ich habe gerade Winston Fuenmayor getroffen und der... Amazing! So I just received a deck of cards from Professor of Magic and even the Joker is awesome, you know? It's so cool. Every single detail is just great. Ja, ist okay, ist okay. Fuck! And because I've seen this in your app. Ja, it's in my app. Falls ihr euch fragt, wo genau man diese wunderschönen Karten bekommen kann, diese werden in Kürze in meinem Online-Shop verfügbar sein. Noch ist die Webseite offline, aber wenn ihr mir auf Instagram folgt, bekommt ihr alles Wichtige rechtzeitig mit. Also, falls du mir auf Instagram jetzt immer noch nicht folgen solltest, naja, du weißt Bescheid. Und dann, am Abend, war ich eingeladen, mir die Show Wunderbar anzuschauen. Diese läuft in Bremen noch bis zum 8. Mai. Wer also die Gelegenheit hat, sollte sie unbedingt nutzen. Und das, liebe Leute, groß und klein, ist das Theater. Was für ein Schmuckstück. Wow! So we are in GOP Varieté in Bremen and we are in the rehearsal of Wunderbar, which is a show about a bar. It's wonderful and crazy things happen and miracles happen and there are a lot of different characters and there are crazy characters Like you. like me and tonight we have a show at 7 p.m. and now it's 4 p.m. so it's 3 hours to start the show. What a show!
Winston hat einen extraordinären Kartenmanipulationsakt und hat damit auch schon die ganze Welt bereist. Schaut doch auch gerne mal auf seinem Kanal vorbei. Den verlinke ich euch hier. Hier. Ist schon so lange her. Wo war das nochmal? Ja, genau da oben. So. Sorry. Und hier noch einmal das ganze Ensemble. Ein wohlverdienter Schlussapplaus. Coole Show. Hat echt Spaß gemacht. Hinterher sind wir noch zu Winstons Unterkunft gegangen und haben dort bis tief in die Nacht gezaubert. Dabei habe ich ihm die Secret Palm und er mir eine neue Kartentechnik gezeigt. Leider kann ich die Technik noch nicht so gut wie Winston die Secret Palm beherrscht. Darum habe ich das Bild hier mal geblurrt. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man es richtig drauf hat. Oh, das ist so awesome. Wenn ihr mehr von dem Zeug sehen wollt, dann folgt Winston auch auf Instagram. Seinen Kanal habe ich euch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Nach einer viel zu kurzen Nacht sind wir am nächsten Morgen in die Stadt gegangen, um dort zu frühstücken. Und natürlich konnten wir es nicht bleiben lassen, uns dort stundenlang mit Zaubertricks voll zu ballern. I understood for the first time. Yes! Hinterher sind wir durch die Stadt geschlendert und haben dabei in dem ein oder anderen Shop so ein paar Dinge gefunden, mit denen man echt gut zaubern könnte. Zum Beispiel dieser Ball hier, der plötzlich einfach zerläuft. Wir wollten auch nach Kartenspielen gucken und ich kann es einfach nicht glauben, was für einen riesen Scheißdreck die Läden heutzutage verkaufen. Alles Schmutz, weg damit. Aus irgendeinem Grund war Winston aber total fasziniert von diesem Meterstab. Ihn hat das einfach irgendwie inspiriert. Ich weiß auch nicht. Winston meinte auch, ich sollte mir ein paar von diesen Plüschhandschellen besorgen für meine Entfesselung. Naja, ich weiß ja nicht. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Und finally haben wir sogar noch normale Spielkarten gefunden. Und schaut mal hier. Das hier ließe sich doch prima als einfache Close-Up-Matte verwenden. Für nur 4 €? Boah, Schnäppchen. Und daraus ließen sich sicher gute Linking Rings anfertigen. Und das alles zu einem Spottpreis. Dann sind wir wieder ins Theater gegangen, um dort noch ein wenig Zeit zu vertreiben. Ich gebe euch mal eine kleine Rundführung. Also, das ist die Aussicht von der Bühne. Cool, gefällt mir. Und hier seht ihr die Gassen. So nennt man die Auftrittsmöglichkeiten, wenn die Künstler von den Seiten auf die Bühne kommen. Da hängen jede Menge Scheinwerfer dran, denn ein solches Gassenlicht macht eine ganz besondere Stimmung. Dort geht es zu den Backstage-Räumen, da gehen wir jetzt aber nicht hin, denn da konzentrieren sich schon einige Artisten. Ich zeige euch dafür aber, wie es hinter den Kulissen aussieht. Hier kann man von der einen Seite der Bühne unauffällig zu der anderen Seite laufen. Und das hier ist ein sogenannter Aerial Hoop. Damit machen die Akrobaten tolle Kunststücke in der Luft.
Hier stehen noch ein paar mehr Requisiten und da hängen auch noch einige Kostüme. Und so sieht es aus, wenn man aus einer sogenannten Gasse auf die Bühne blickt. Dieses Theater hier hat insgesamt 3 Gassen auf jeder Seite. Es gibt also jede Menge Auftrittsmöglichkeiten. Und das hier, das ist ein sogenannter LED-Bar. Der wird direkt von der Technik aus gesteuert. Und die haben nicht mal ein richtiges milchiges Glas oder sowas verwendet, um das zu verstecken, sondern einfach nur so einen grobfaserigen Gazestoff oder sowas. Aber von vorne fällt das echt überhaupt nicht auf. Welcome to Wunderbar. What? It's 11! Und dann hieß es leider auch schon wieder Abschied nehmen. Das hat echt Spaß gemacht. Und da Winston noch etwas länger in Deutschland ist und mit der Show durch sämtliche GOP-Häuser tourt, werde ich ihn auf jeden Fall nochmal in einer anderen Stadt besuchen. Aber jetzt heißt es erstmal wieder ab nach Hause. Und falls ihr auch interessiert sein solltet, die Wunderbar in irgendeiner Stadt zu besuchen, dann schaut doch einfach unten in die Videobeschreibung. Da verlinke ich euch die Webseite vom GOP, da sollten alle Termine online stehen. Ja, und weil das Wichtigste jetzt gesagt und die interessanten Aufnahmen gezeigt wurden, möchte ich gar nicht mehr so viel quatschen und mich hiermit direkt verabschieden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann zeigt es mir mit einem Daumen nach oben und auch mit einem Abo. Und wenn ihr abonniert habt, dann aktiviert die Glocke. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich sowas einfach nicht. Das kommt mir so komisch vor, das so abzumoderieren wie alle anderen. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, was ihr zu tun habt. Und lasst einen Kommentar da. Und um mich in den Worten von Sebastian Nikolas zu verabschieden: Hart ist hart, weich ist weich, aber immer weich ist auch hart. Euer Professor.